Mein Name ist Enrico Di Ventura, ich komme aus dem wunderschönen Minden an der Weser, bin 42 Jahre alt und ich angel für das Team LMAB. My name is Evert Ozam, I'm 55 years old. I'm from the Netherlands and I fish for the Catch with Care company. Mein Name ist Markus Eule, gebürtig Rheinland-Pfalz, wohne aber schon knapp 15 Jahre in Italien. Bin 36 Jahre alt oder vielleicht aus 84er Baujahr. Ich weiß es also nicht so genau. Und angel für die Firma Zec Fishing. Hi, I'm Paolo Baraggioli. I'm 36 years old. I'm from Italy and I play for Team Mollix. Ich bin Malte Gatz, ich bin 28 Jahre jung, wohne in Rostock und trete an für Ganki. Hallo, ich bin der Patrick Marable. Ich bin 43 Jahre alt, komme aus Neuss und angel für Fox Rage. Tatsächlich war das Training gar nicht leicht. Ich glaube, das geht zurzeit vielen so. Am leichtesten ist vielleicht der Hecht, ich hoffe es, aber auch die müssen mitspielen. Und ja, das größte Problem sind die Barsche, aber ich habe auch noch nicht viel auf Barsch gefischt und ja, verlasse mich da ein bisschen drauf, dass dann bei viel Strecke irgendwo auch der Barsch kommt. To be honest, I didn't have any training at all. I was too busy with all kinds of work. I think the Zander will be the easiest and then pike and perch. Am leichtesten ist eigentlich wie immer der Barsch und am schwersten ist dieses Jahr der Zander. Der bereitet mir am meisten Sorgen, wobei Hecht auch immer so ein Fall für sich ist. Mit Abstand der erfolgreichste Fisch aus dem Training ist der Zander. Der Barsch war, ich will nicht sagen okay, ich hatte einen richtig großen Barsch und zwei kleinere Barsche. Auf den Hecht habe ich keine Minute geangelt, einfach um zu vermeiden, die Fische wegzufangen, die da stehen könnten und die ich im Turnier bräuchte. In the training, the easiest fishes was Zander and I think perch. I didn't fish for pikes, but still I catch some pikes while I was fishing something else, so let's see. Am leichtesten fällt mir der Hecht und am schwersten auf jeden Fall der Barsch, der heimtückische Barsch. Das ist ein Problem, das verfolgt mich schon mein Leben lang. Letztes Jahr war es super klasse für mich mit den Topwater, weil ich ein hervorragendes Gewässer für hatte. Dieses Jahr hat es bis vor kurzem überhaupt nicht funktioniert, habe mir da mega die Zähne ausgebissen, aber am Ende habe ich das Gefühl, vielleicht doch den einen oder anderen Fisch auf Topwater kriegen zu können. Wir werden sehen. Actually, I think I will not fish a lot in top water, but I will bring with me a rod with a top water lures almost always on. And if I see some top water activity, I will cast inside. Topwater-Angeln spielte bis dato noch gar keine Rolle. Ich habe ein paar Rapfen, Topwater-Rauben sehen und ja, das wird tatsächlich erst relevant und interessant, wenn die Karte voll sein sollte und ja, vorher denke ich da noch gar nicht dran. Last year it blocked me to go to the second round. So for this year I catch at least one on top water. Gar keine Rolle. Überhaupt nicht, habe ich nicht trainiert. Wenn ich zufällig irgendwo aktive Fische sehen sollte, dann werde ich ihn natürlich anfischen, klar. Aber ansonsten konzentriere ich mich erstmal auf die Fullcard. Das Topwater-Angeln ist, weiß ich nicht, bis jetzt noch nicht mein Freund, würde ich sagen. Ich habe 2 Tage mich ausschließlich auf Topwater konzentriert und trotzdem nicht einen einzigen Fisch gesehen. Allerdings male ich mir, wenn überhaupt, auch Chancen beim Topwater-Fisch auf Hecht aus. Das ist eine schwierige Frage. Wahrscheinlich der Multivibe. Ich denke, es ist der Multivibe. Ich würde sagen, ein Twitchbait, der Hitch, in 7,5 cm. Und von der Farbe her habe ich jetzt im Training eigentlich ganz gut gefangen auf Clear Flash, also so eher neutral natürlich gehalten. Laubenmäßig. I think it will be the Piglet Shad. Oh, Slick Shad ist ein Klassiker, Gummi, aber ja doch, würde ich sagen, der Fox Rage Slick Shad.
Wenn ich einen Köder nennen müsste, das ist natürlich schwierig, weil die Köder so verschieden und divers sind. Aber ich glaube tatsächlich, der Scanner, unser Swimbait von Ganki, der hat die letzten Jahre immer bewiesen, dass er wirklich sehr gut ist. Marc hat damit viele große Hechte gefangen. Ich habe meine Hechte darauf immer gefangen. Und wir haben jetzt noch eine zweite Größe von dem, das seht ihr bestimmt im Turnier, ein bisschen größer. Und ich denke, dass es vielleicht der Köder sein wird. Let's say RA Shad. Dass jedes Zone ihre Juwelen hat. Also letztes Jahr war ich ja total frustriert, dass ich zum Beispiel in Zone 1 zugelost worden bin und am Ende war es eine Zone, die mir sehr gelegen hat, die ich jetzt schmerzlich vermisse. Jetzt bin ich in 2 und 3. Also es gibt kein Gut und es gibt kein Schlecht. Es gibt einfach nur eine gelungene Vorbereitung oder eine misslungene Vorbereitung. Boah, das ist eine schwierige Frage. Ich habe zweimal teilgenommen, bin zweimal knapp daran gescheitert, weiterzukommen. Und die Erkenntnis ist auf jeden Fall, man kann natürlich dafür sorgen, dass man Fische fängt, aber die Größe ist am Ende nicht derart krass bestimmbar. Und dann ist es vielleicht manchmal auch ein bisschen Glück oder das richtige Näschen. Last year I had a full card, so that's my goal for this year as well. And my big learning point is to catch topwater fish. Ja, ich bin ja tatsächlich ein bisschen der alte Hase des Turnierteilnehmerfelds. Es sind ja wirklich auch neue Gesichter dazugekommen über die letzten Jahre. Die Erkenntnis ist einfach häufig, dass ich mich nicht so verrückt machen sollte. Das fällt mir nicht immer leicht, weil ich im Turnier sehr angespannt und aufgeregt bin. Und eine weitere Erkenntnis ist eigentlich, dass man auch sich auf die Fische konzentrieren sollte, die einem erstmal schnelle Punkte bringen, also die einem Sicherheit geben. Das ist nicht unbedingt immer einfach, weil man ja hier auch in Zonen aufgeteilt ist, aber das ist eigentlich etwas, was ich feststellen konnte, dass bei den erfolgreichen Anglern aus dem Turnierfeld häufig die einfacheren Fische doch schon schnelle Punkte und dementsprechend auch Selbstvertrauen gebracht haben. Und ich hoffe, dass ich das adaptieren kann. Ja, das ist ja nicht nur die erste YPC. Für mich ist es generell das erste Angelturnier, gell? Gerade auf Raubfische. Ich bin ja aus dem Wallerbereich, da habe ich schon mal Turniere mitgeangelt, auch einigermaßen erfolgreich. Aber Raubfisch das ist das erste Turnier. Ich habe mich mit der YPC befasst, habe auch ein paar Folgen gesehen. Nicht viele, da fehlt mir auch die Zeit dazu. Aber was ich da ganz klar rausgesehen habe aus deiner Folge ist, dass Angeln in seiner Basis Angeln bleibt. Entweder du hast einen guten Tag oder du hast einen schlechten Tag. Gell? Wenn du einen guten Spot verwischt, dann bin ich überzeugt davon, dass du auch als schlechter oder mittelmäßiger Angler einen Profi weghauen kannst. Definitiv. Und umgekehrt ist es genauso. Yeah, actually, I watched some episode of the past YPC. For me, it's not like see the spots and everything, but see how the people react and how the fishermen react to the fact and everything. So I think I will take some example to some fishermen, not just in fishing, but how to react to the camera. So yeah. It will be Mark or Dustin. Those guys are so skilled, and I think one of them will win the cup. Boah, ich kenn ja die ganzen Leute nicht und auch nicht die Laufbahn und wie die angeln, gell? Weil ich mich halt mit den Jungs nicht beschäftigt habe. Aber es ist ja klar, ein Name ist in aller Munde. Gell? Der schreibt einen Lebenslauf, den ich meinem Sohn nur wünschen kann. Und dann würde ich schon sagen, so, das ist das den Schöne. Läuft bei ihm, fischereilich, privat, alles geil, wenn man das so richtig verfolgt oder mitbekommt. Ich finde, einen Top-Favoriten zu nennen für den Gewinn des Pokals ist für mich unmöglich, weil dadurch, dass die Finalrunde diesmal ganz anders sein wird, dass es eine Gruppenphase ist auf einem unbekannten Terrain. Ich kann niemanden einschätzen, wie gut er ist, wenn er in ein komplett neues Revier kommt. Aber fürs Finale, in die Finalrunde reinzukommen, ist der Ton bei mir ein ganz großer Favorit. Also da würde ich erstmal einen Ton nennen. Ich denke, dass die besten Chancen in diesen Gewässern Ton van Ham hat. Weil ich mich auch am meisten mit ihm umgebe, wünsche ich es im Zweifelsfall dann am ehesten wieder Marc. Aber ich glaube, hier sind super viele starke Leute dabei. Und vielleicht aus meiner Gruppe auch Paolo. Ich habe ein bisschen gehört, was der im Training gefangen haben soll. Und gerade wenn es dann ins Finale kommt, dieses vielseitige Angeln, glaube ich schon, dass er, wenn man sein Instagram durchscrollt, da gute Chancen haben könnte, auch im Finale. There's a lot of really good fishermen here, so I cannot just say just one name. But I will say Enrico Di Ventura, Dustin Schöne, Patrick Marable. I don't know. The best will win.
I can say Italy. Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich das Finale wahrscheinlich in Italien fischen wollen oder in Spanien und dann tatsächlich mit Bass als Fisch, aber da es den YPC Bass gibt, glaube ich nicht, dass das passiert und am Ende bin ich dafür komplett offen, wo es dahin geht. Also, wenn ich gewinnen will, und dann natürlich Italien, ganz klipp und klar. Und ansonsten wäre es cool, irgendwo, wo es warm wäre. Ich kann kein Land benennen, aber ich würde am liebsten irgendwie in Skandinavien oder sowas angeln. Ich finde es landschaftlich sehr schön und auch nicht so warm. Ich bleibe wie beim letzten Jahr überall, wo es warm ist. The final, I guess it will be for me the best in Sweden.